Hallo zu Tinkerdech Folge 2. Diesmal geht es um Vierlink Anti-Squat, Anti-Dive. Hauptsächlich betrachten wir erst einmal Anti-Squat. Wer das verstanden hat, versteht Anti-Dive dann auch problemlos. Squat heißt im Englischen Hocker. Die eher deutsche Übersetzung wäre in die Knie gehen. Und zwar meint es damit, dass wenn das Auto beschleunigt, es hinten einfedert. Also dort geht es in die Knie, meistens gleichgesetzt, federt es vorne ein bisschen aus. Anti-Dive ist dann genau andersrum beim Bremsen, wenn es vorne eintaucht, eindived und sich hinten dabei ein bisschen aushebelt und leichter wird. Was ist überhaupt der Grund für dieses Eintauchen hinten beim Beschleunigen jetzt erstmal? Dem liegt zugrunde, dass wenn ich Gas gebe, baue ich mit meinem Rad gegenüber dem Untergrund ja eine Kraft nach vorne auf. Bei unseren Allradautos natürlich auch an der Vorderachse. Ich nehme jetzt mal als Beispiel mein Auto mit 2 Kilo. Davon wiegt das Auto auf der Vorderachse auf der Waage gemessen 1 Kilo, auf der Hinterachse auch 1 Kilo. Jetzt ist physikalisch leider jeder Kraft eine Kraft gegengerichtet. So, und das nennt sich hier bei uns die Massenträgheit. Das Auto, solange es steht, hat keinerlei Antrieb, sich weiter zu bewegen, also überhaupt loszubewegen. Das heißt, ich muss da eine Kraft aufwenden. Aber mein Kilo hier vorne will jetzt durch die Kraft, die hier nach vorne fährt, eigentlich am liebsten stehen bleiben und wirkt damit mit der Kraft nach dort hinten. Das Kilo hier hinten kann ich noch weiter nach hinten, weil das ist ja schon mein hinterster Auflagepunkt. Diese Kraft ist auch das, was euch beim Beschleunigen zum Beispiel in einem richtigen Auto, wenn ihr in den Sitz gepresst werdet, in den Sitz drückt. Das ist nicht die eigentliche Beschleunigung, sondern als Resultat, dass euer Körper eigentlich auf der Stelle beharren will und unter euch das Auto anfängt loszufahren. Dabei drückt es euch halt in den Sitz und nimmt euch mit. Jetzt zeigt sich natürlich schön, wenn dieses Gewicht hier nach hinten wandert, heißt das also, sagen wir mal, es wandert durchaus hierher. In dem Moment des Beschleunigens wiegt das Auto an dem Punkt dann 1 Kilo. Das, das verteilt sich jetzt, da ich es clevererweise genau in die Mitte gezeichnet habe. Halbes Kilo vorne, halbes Kilo hinten. Das heißt, hier hinten wiegt das Auto plötzlich beim Beschleunigen in meinem Beispiel 1,5 Kilo und hier vorne bloß noch 0,5 Kilo. Was natürlich dann auch erklärt, warum plötzlich hier hinten mit einem halben Kilo mehr das Auto eintaucht, weil es halt dort mehr Gewicht hat und vorne ausfedert, weil plötzlich statt 1 Kilo bloß noch die 0,5 Kilo am Wirken sind. So, dieses Verhalten möchte ich jetzt eigentlich verhindern. Das ist ja Squat gewesen. Warum geht das Auto da hinten in die Knie? Das kann ich verhindern, indem ich einfach diese Kraft, die mich jetzt hier nach vorne bewegt und die meinen Massepunkt nach hinten drückt, wenn ich an dem Massepunkt dieselbe Kraft nach vorne ebenfalls aufwende, dann heben sich hier die Kräfte auf und damit hat er keinerlei Kraft mehr, die ihn in irgendeine Richtung bewegt und mein Auto beim Beschleunigen behält diese Gewichtsverteilung 1 Kilo Vorderachse, 1 Kilo Hinterachse. Wenn ich genau das erreiche, verhält sich das Auto 100% neutral und hat 100% Anti-Squat, weil ich genau die Kraft hier aufwende, um das Eintauchen zu verhindern. So, und da kommt jetzt der große Vorteil von unserer Vierlink-Aufhängung wirklich dann zum Tragen, weil ich sag mal, im Pkw-Bereich sind die Möglichkeiten begrenzt. Wie man sieht, die meisten Sportwagen tauchen beim Beschleunigen hinten gut ein. Fahrzeuge, die auch Vorlink verwenden und darauf richtig Rücksicht nehmen, das sind zum Beispiel auch die Dragster-Fahrer. Von dort gibt es auch mehr oder weniger die ganzen Unterbauten, die machen diese Berechnung auch bis ins Detail, weil da geht es halt wirklich darum, dass das Auto hinten nicht eintaucht und somit der Reifen überlastet wird. Die wollen ja maximalen Grip generieren. Der Trick, wie man das mit einem Vierlink jetzt hinbekommt, ist erst einmal als Grundlage gesehen, die Kraft, die ich hier an dem Punkt auf die Erde bringe, muss ich irgendwie vor auf meinen Punkt, wo das Gleichgewicht, also wo meine Last über der Vorderachse ist, muss ich nach dort bringen.
So, wenn ich jetzt mal gucke, wenn ich es schaffe, dass diese Kraft in der Richtung wirkt, mit derselben Länge, dann hebt sich das hier vorne genau auf. Also noch einmal zum Verständnis. Ich muss es schaffen, hier eine Kraft dieser Länge nach vorne zu bringen. Dann ist die auch hier und hat dann hier als Resultat in der horizontalen genau dieselbe Länge wie hier diese Kraft, die auf dem Boden ist. So, wenn man sich jetzt mal kurz überlegt, dass ich hinten an der Achse mein Vierlink habe mit der unteren Aufhängung, mit der oberen Aufhängung und ich jetzt mal als schlechtes Beispiel sage, meine Links treffen sich an einem Punkt, was keiner so baut. Wenn jetzt mein Rad nach vorne fährt und diese Kraft auf den Boden bringt, schiebe ich über diese Links genau hier auf diesen Punkt da nach oben. Und bringt also diese Kraft, die ich hier aufwende, exakt im selben Maße hier nach oben und sorgt damit dafür, dass das ganze Auto neutral bleibt. So, um es besser erklären zu können, habe ich es jetzt noch einmal umgebaut. Ich habe jetzt die Schwerpunktachse mal ein bisschen tiefer gesetzt, damit ich sie auch anfassen kann. Habe jetzt meine hinteren Links an der Karosserie hier an dem Punkt mal zusammentreffen lassen und dort angeschraubt und fahre jetzt mit meinem Fahrzeug nach vorne. Das heißt, der Punkt wird durchs Fahren nach vorne gedrückt, wo die Links am Rahmen sind. Und auch der Reifen unten auf dem Boden schiebt sich ja auch nach vorne. Das heißt, wenn sich beide Punkte in dem Maß nach vorne schieben, ist die Kraft, die hier ausgewirkt wird, dann nach oben gerichtet. So, und wenn ich jetzt mal versuche, hier vorne den Schwerpunkt festzuhalten, über dem Vorderrad, dass der nicht hochgeht, und versuche hier hinten genau in diese Richtung zu drücken, in der die Kraft aufgewandt wird, schaffe ich maximal 1, ich schiebe genau in diese Richtung. Und genau das ist ja das, was wir haben wollten, dass ich mit meiner Kraft hier in diese Richtung schiebe und damit die nach hinten gerichtete Kraft komplett aufhebe. Richtig deutlich wird das Ganze, dass das Ganze dann funktioniert, wenn ich jetzt mal den Treffpunkt, den Montagepunkt meiner Links nicht hier auf dieser 100% Linie habe, die auch im Englischen Traction Line genannt wird, also genau die, wo die Traktion hingerichtet ist. Das ist 100%, da hebt sich dieses Squat komplett auf. Wenn ich jetzt mal drüber gehe, in dem Bereich, wo ich einen richtigen Anti-Squat baue und schiebe auch wieder nach vorne, sobald ich anfange nach vorne zu schieben, hebe ich mein Auto hinten aus. Das heißt, ich bin über 100%. Ich kompensiere nicht nur diese Kraft, die mein Auto nach hinten normalerweise schieben würde, und das Gewicht auf der Hinterachse zu erhöhen. Stattdessen sorge ich noch dafür, dass ich die Hinterachse aushebe, indem ich Gewicht nach vorne verlagere, weil ich die Kraft oberhalb dieser Traktionslinie angebracht habe. Das funktioniert natürlich genauso auch andersrum, wenn ich mit der Kraft unterhalb der Linie bin und nach vorne mich bewege, ziehe ich das Heck nach unten. Da wäre ich dann im Bereich kleiner 100%. So, und kein Mensch baut ja ein Auto so, dass die beiden Links hier so aufeinandertreffen. Die sind ja im Standardfall in aller Regel immer kürzer. Das ist jetzt nicht ganz maßstabsgerecht alles, aber ich belasse es trotzdem mal bei demselben Beispiel. Der untere Link, der Rahmen, ist jetzt hier, der obere Link endet dort. Auch wenn die Links jetzt kürzer sind, ist die Richtung, in der die Achse die Links schiebt, lässt sich virtuell verlängern und endet ja dann zum Schluss beim selben Punkt. Dieser Punkt, wo die Links sich treffen von ihrer Richtung her, der nennt sich Instant Center, abgekürzt IC gerne mal im Amerikanischen. Das ist der Punkt, an dem die Links ihre Kraft in das Chassis einleiten. Und dieser Punkt ist auch der einzige Punkt, über den man überhaupt später diskutieren muss in allen weiteren Betrachtungen.
ist dieser Punkt, an dem die Kraft der Achse eingeleitet wird, oberhalb und wie weit oberhalb, auf der Traktionslinie oder ist er unterhalb. Das bestimmt maßgeblich das komplette Fahrverhalten vom Fahrzeug. So, und jetzt können wir nämlich gemeinsam mal so ein lustiges Bildchen malen, was eigentlich immer für die Verwirrung sorgt, wenn man es sich anguckt und nie erklärt bekommt. Ich habe meine beiden Räder. Aus Folge 1 wissen wir, wo unser Schwerpunkt liegt. Ich sage jetzt mal ganz einfach, wir haben den dort ermittelt. Das heißt, der ist in der Horizontalen, befindet er sich dort, halbwegs realistisch sogar. Genau dort, wo das Gewicht auf die Vorderachse drückt vom Schwerpunkt, ist mein Schnittpunkt, wo die Auflagefläche des Hinterrades zusammen mit diesen die Traktionslinie bildet. So, und jetzt geht es bloß noch darum, was habe ich in meinem Fahrzeug ermittelt, wo die Links hin zeigen. Und dann machen wir halt einfach mal das so ein, wie sie in dem gedachten Beispielfahrzeug sind. Verlängern dann das Ganze, um das Instant Center der Links rauszufinden. Und stellen fest, dass wir ein Fahrzeug haben, wo sich die Links weit vorne unterhalb der Traktionslinie treffen. Das hier würde automatisch heißen, dass wenn ich mein Fahrzeug beschleunige, es meine Chassis nach unten drückt, weil die Kraft hier unterhalb dieser Linie ist und somit eigentlich alles versucht nach hinten zu drehen. Ziel des Ganzen sollte eher sein, dass ich mit meinem Punkt an der Linie oder ein bisschen drüber bin. An der Linie würde heißen, ich habe ein völlig neutrales Fahrverhalten. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass ich mit meinem Auto, gerade wenn ich an Steilstück bin, das relativ aufrecht steht, entlastet ist und Gas gebe, dass er eventuell mehr Gewicht nach vorne bringt und gar nicht so neutral ist, dann setze ich meinen Linkpunkt natürlich so, dass ich oberhalb der Traktionslinie bin und kann somit das Fahrverhalten beeinflussen. Jetzt nehmen wir uns zur besseren Verdeutlichung mal wieder das Schablonenauto, wo ich den Schwerpunkt wieder hier vorne schön auf die Höhe gesetzt habe, dass ich es festhalten kann. Und wir es vorhin schon drüber hatten, wenn ich oberhalb der Traktionslinie bin, hebe ich das Heck aus, bin ich drunter, drücke es nach unten. Jetzt ist natürlich auch interessant, wo bin ich mit meinem Punkt? Bin ich hier vorne? Bin ich hier hinten? Welchen Unterschied macht denn das? Das lässt sich jetzt relativ gut erklären und zeigen vor allen Dingen. Wenn ich mit meinem Instant Center, dem Schnittpunkt der Links, relativ weit hinten bin, in der Nähe des Hinterrades, sorgt die Kraft, die ich aufwende, dafür, dass ich kurz und schnell das Heck hebe, mit relativ wenig Kraft, während wenn ich weit vorne bin, wenn ich nach vorne drücke, relativ viel Kraft aufwenden muss, um das Heck zu heben. Das heißt, der Effekt des Anhebens des Hecks wird geringer, je weiter ich nach vorne komme. Je weiter ich nach vorne komme, aber auch wieder wesentlich höher komme, desto einfacher fällt es mir wieder. Das gibt uns natürlich im Umkehrschluss jede Menge Möglichkeit zu bestimmen, wo ich mit meiner Linkgeometrie hinziehen will und welchen Punkt ich erreichen kann. Wenn ich es bautechnisch nicht anders hinbekomme, als dass der Schnittpunkt sehr weit vorne ist, kann ich trotzdem gucken, dass ich, indem ich ihn relativ hoch bringe, durch welche Mittel auch immer, ich trotzdem noch einen halbwegs sinnvollen Effekt erreichen kann. Wenn ich irgendwann hier ganz vorne lande, ist es natürlich verpufft das Ganze komplett. Und so steil, dass ich hier hinten ende, baut ja auch keiner. Das ist also völlig irrelevant und braucht nicht betrachtet werden. Aber hier in diesem Dunstkreis, sage ich mal, bewegt sich das Ganze immer. Und da zeigt sich jetzt natürlich auch, was passiert oder was ist der Effekt, wenn ich zum Beispiel Linkreiser benutze, wie es ja gerne mal bei Pro-Scalern genutzt wird, um dann irgendwie die Fahrbarkeit angeblich besser zu bekommen. Und das erkläre ich jetzt. So, kurz mal noch einen Kommentar eingeschoben, der mir durchs Editieren aufgefallen ist.
so exorbitant klargestellt, warum wir das wollen, dass der hinten am besten neutral ist oder sogar noch ausfedert, ist gar nicht so richtig rübergekommen, bloß so immer so ein bisschen zwischendurch erwähnt. Fakt ist, wenn ich gucke, dass ich den Anti-Squat erreiche im positiven Bereich, sodass er wirklich die Tendenz hat, auszufedern. In dem Moment, wo die Achse das Heck hochhebt, drückt sie sich selber natürlich auf den Boden und erzeugt richtig Grip, dann just in dem Moment. In dem Moment, wenn das Auto sich hinten ausfedert und die Tendenz hat, hier Kraft aufzubringen auf die Hinterachse, tut sie durch das Ausfedern natürlich auch Gewicht nach vorne bringen und drückt somit vorne auch noch leicht zusätzlich drauf. Also eigentlich fast eine Win-Win-Situation. Hinten sorge ich dafür, dass ich Grip kriege, indem ich die Karo hinten anhebe und vorne das dadurch ein bisschen Druck aufbaut, kriege ich auch noch ein bisschen mehr zusätzlichen Grip auf der Vorderachse. Das ist eigentlich das komplette System dahinter. So, und jetzt weiter im normalen Text. Ich habe jetzt mal eine Hinterachse vom ganz normalen Fahrzeug so gezeichnet, dass mein Instant Center hier auch die Traction Line direkt trifft. Ich also 100% Anti-Squat habe. Ganz nebenbei bemerkt, für die Links ist nur wichtig, wo ist der Punkt, wie die geformt sind auf dem Weg, ist völlig irrelevant, weil die Kraft ist nur von Punkt zu Punkt. Also ob das Ding mittendrin eine S-Kurve macht, völlig egal. So, was passiert jetzt, wenn ich einen Linkreiser einbaue? Wie verändert sich meine ganze Geometrie? Ich setze den jetzt mal exakt da oben hin, gehe mit der Linie ran und jetzt ist die Verlängerung, trifft schon dort drauf. Das heißt, ich bin plötzlich mit meinem Instant Center zurückgerutscht und überhalb der Traktionslinie gelandet. Das heißt, plötzlich habe ich einen Anti-Squat generiert, wo vorher keins war. Und das ist eigentlich die ganze Magie hinter dem ganzen Spaß rauszufinden. Was passiert, wenn ich jetzt meine Links im Anschlagpunkt ändere? Genau diese Änderung des Instant Centers, das ist das, was ihr eigentlich erfahrt in dem Moment. Jetzt kann man am selben Beispiel natürlich auch schön verdeutlichen, dass zum Beispiel ein Senken des Schwerpunkts automatisch sich auch in diesem Fahrverhalten niederschlägt, weil wenn mein Abstand des Schwerpunkts über dem Vorderrad nicht auf der Höhe wie hier jetzt angenommen liegt, sondern ich damit tiefer komme, dann ist ja auch mein Schnittpunkt über der Vorderachse tiefer. Ich habe ihn jetzt mal extrem tief gelegt und somit ist meine Traction Line ja auch plötzlich wieder tiefer und eigentlich, wo ich vorher ein neutrales Fahrverhalten hatte, habe ich dadurch, dass ich meinen Schwerpunkt tiefer gelegt habe, das Ganze so geändert, dass dieses Instant Center, was vorher neutral war, jetzt schon positiven Anti-Squat generiert. Exakt im selben Bild kann man allerdings auch schön erklären, dass es zum Beispiel sehr gefährlich sein kann, einfach nur die Fahrhöhe seines Autos tiefer zu setzen. Weil was ich damit mache, ist zwar einerseits ein bisschen meinen Schwerpunkt nach unten bringen, das allerdings weniger viel, weil ja die Achsen bei den meisten Autos relativ schwer sind. Das heißt, wenn ich den kompletten Rahmen einen Zentimeter tiefer setze, rutscht ja nicht mein kompletter Schwerpunkt einen Zentimeter tiefer, sondern vielleicht maximal einen halben. Was aber auf jeden Fall einen Zentimeter tiefer rutscht, sind die Anschlagpunkte meiner Links. Und zwar am Rahmen. Und wenn ich jetzt mal gucke, was ich damit erreicht habe, ist dadurch, dass die Links jetzt tiefer enden, bin ich mit meinem Schnittpunkt, nur weil ich das ganze Fahrzeug tiefer eingestellt habe, bin ich plötzlich unterhalb meiner Traction Line gelandet. Aber selbst wenn ich jetzt dem Realismus geschuldet die ein bisschen nach unten setze, weil der Schwerpunkt auch nach unten gerutscht ist, schaffe ich es damit fast immer, dass ich eigentlich mein Instant Center nach unten bewege. Und die Riesengefahr ist halt, dass ich jetzt plötzlich in einem Bereich bin, wo ich dafür sorge, dass ich mein Heck reinziehe, dadurch, dass ich unterhalb des Punkts bin, was das Reinziehen automatisch dafür sorgt, dass ich weniger Last auf der Hinterachse habe. Damit baue ich plötzlich keinen Grip mehr auf. Und vor allen Dingen, ich hole das Heck nach unten, damit automatisch die Front nach oben, was mir beim Bergauffahren, wenn ich am Berg stehe und dann auch noch diesen Effekt in die Karosserie reinbringe, natürlich automatisch dafür sorgt, dass die Kiste eine riesengroße Tendenz kriegt, sich auf den Rücken zu werfen.
So, und wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, wird natürlich auch feststellen, dass dieses Runtersetzen des Rahmens kann ich ja einerseits durch das Einstellen der Fahrhöhe generell machen, ist aber andererseits ein ganz natürlicher Effekt vom Einfedern des Fahrzeugs, was beim normalen Fahren, Gas geben, Bremsen und so weiter ja trotzdem immer noch passiert. Die Dämpfer gleichen ja den Untergrund mit aus. Das zeigt, dass dieses ganze Verhalten natürlich, ich kann es auf meiner Fahrhöhe mir angucken und erstmal analysieren, aber letztlich muss ich dringend darauf achten, was passiert, wenn das Fahrzeug komplett einfedert und komplett ausfedert, weil ich stehe zum Beispiel komplett ausgefedert an einer Bergaufpassage. Da sind meine Linkanschlagpunkte wesentlich weiter oben, zeigen dann, das Instant Center hat eine ganz andere Position, der Schwerpunkt hat eine ganz andere Position, deswegen in der letzten Folge auch der Hinweis drauf, man sollte sich komplett eingefedert, komplett ausgefedert auch angucken, weil halt in Summe jetzt hier der Schwerpunkt ändert sich, die Anschlagpunkte meiner Links ändern sich. Das heißt, in jedem Zustand von dem Fahrzeug, sobald er sich ändert, ist auch diese ganze Auswertung anders und ich muss sie anders betrachten. Das zeige ich dann in der nächsten Folge mal, wenn man sich das dann wirklich anguckt. Beim Einfedern, also beim Einfedern ändert sich der Punkt, beim Ausfedern ändert sich der Punkt, der marschiert dann hier irgendwo in einem Bereich hin und her. Und da ist es natürlich auch an mir zu gucken, beim Bau oder beim Anbringen der Links, mir zu überlegen, wie weit federt es ein, wie weit federt es aus, wohin laufen die Punkte. Teilweise kann es sein, da muss man einen Kompromiss schließen, weil sag mal, die eierlegende Wollmilchsau lässt sich da in keinster Weise kreieren. So viel jetzt erst einmal zur Anti-Squat. Anti-Dive ist ganz einfach auch erklärt. Bisher war das unser Hinterrad bei der Betrachtungsweise. Wenn ich jetzt hier ranschreibe Vorderrad und sage, das Auto fährt so, passiert beim Bremsen exakt dasselbe, dann ist halt meine Traction Line vom Bremsen genau der Punkt von dem hintersten Auflagepunkt über dem Hinterrad, Gleichgewichtspunkt, habe ich dann dort die Traction Line und habe jetzt genau dasselbe Problem wie mit der Hinterachse oder dieselben Punkte, dass je nachdem, wo mein Instant Center der vorderen links sich trifft, ich dann ein Anti-Dive habe oder halt eher ein Mithelfen, das Eintauchen noch zu verstärken. Um es noch einmal in der gewohnten Ansicht zu zeigen, wenn das Vorderrad ist im Falle des Bremsens, Verzögerns die Traction Line vom Vorderrad zum Schnittpunkt über der Hinterachse mit der Gleichgewichtshorizontalen. Und da greift dann der Effekt, dass wenn das Chassis sich nach unten neigt und mein Instant Center, der vorderlinks hier oben, beim Eintauchen halt entgegenwirkt und damit verhindern, dass die Nase so runtergeht. Was natürlich dafür sorgt, wenn ich hier vorne die Kraft vom Vorderrad oberhalb der Traction Line auf das Chassis bringe, ich automatisch weiter dafür sorge, dass ich das Gewicht möglichst hinten behalte. Das ist eigentlich der ganze Sinn dabei. Ist nicht ganz so wichtig, weil die meisten Probleme bestehen ja eher beim Erklimmen von irgendwelchen Bergen, Hängen, sonstiges. Bergabfahren lässt sich meistens einfacher gestalten, weil man ja mit ein bisschen Gas geben und so weiter viele Situationen retten kann und das Grip-Level auch jetzt nicht so der große Faktor ist, sagen wir so rum. Aber letztlich ein bisschen kann man schon drauf gucken, dass man zumindest dafür sorgt, dass hier nicht der Punkt weiter unten ist, sodass das Auto dann automatisch, sobald man bremst, die Nase runternimmt und damit das Heck in die Luft wirft. So, viele Linien, alles schön. Wie mache ich es jetzt wirklich in Praxis? Eine Variante ist, indem man sich Bilder seines Fahrzeugs macht, in den verschiedenen Fahrhöhen. Wie man sieht, hier oben komplett eingefedert hinten, normale Fahrhöhe hinten und einmal komplett ausgefedert hinten. Die Bilder von möglichst weiter Entfernung machen, damit man möglichst wenig von diesem perspektivischen Fehler drin hat, weil der sorgt dafür, dass ihr zum Schluss einerseits habt ihr eine Achsmitte hier, wenn man genau guckt, ist die Achsmitte der Hinterachse von
der abgewandten Seite schon ein Stück weiter vorne. Also man kriegt dann relativ schnell einen riesengroßen Fehler rein. Für eine grobe Betrachtung, wie funktioniert das Fahrzeug, reicht das aber trotzdem allemal. Ich stelle mir meistens das abmontierte Rad noch immer direkt daneben, dann kann ich nämlich schön eine Parallele ziehen und gucken, wo bin ich jetzt überhaupt mit meiner Gleichgewichtsachse. Ich habe hier meinen Schwerpunkt eingetragen. Wie man auch sieht, die gestrichelten Linien, die ich noch von meiner Schwerpunktermittlung durchs Auspendeln gemacht habe. Habe ich hier meinen Schwerpunkt, ziehe hier die horizontale Linie, habe dann genau über der Achsmitte vorne, ich betrachte jetzt, wie jeder bemerkt hat, nur das Anti-Squat erstmal, mir in Rot meine Traction Line eingemalt. Ob ich das jetzt einmal auf dem Papier mit einem Bleistift oder ob ich mir einen Rechner nutze und das in einem Grafikprogramm oder wie auch immer dort reinmale, spielt absolut keine Rolle. Und habe mir dann hier die links der Hinterachse dann dementsprechend auch eingemalt. Hier sieht man den Anschlagpunkt oben an der Achse, einmal Verschraubungspunkt am Chassis und das Ganze nach vorne verlängert, so dass ich auch den unteren Link, der genau hier von der Skid-Achse, Skid, einmal nach vorne zu dem Instant Center, wo sich beide Treffen, bewegt. Zeigt hier, dass ich beim Sendero in dieser Ausführung mit meinen Gewichten im eingefederten Zustand immer noch oberhalb der Traction Line bin, allerdings ziemlich weit vorne. Das heißt, der Effekt des Ganzen wird jetzt nicht so exorbitant überragend sein. Verglichen mit dem Bild in normaler Fahrhöhe sieht man relativ, dass sich da wenig geändert hat. Das Incidence Sensor ist ein bisschen mehr Richtung Fahrzeugmitte gerutscht und ein kleines bisschen nach oben, also nicht wirklich viel Änderung. Wo man dann einen Riesenunterschied plötzlich sieht, ist das beim Ausfedern, weil natürlich auch der Schwerpunkt des Fahrzeugs sich ein bisschen mit erhöht. Ist die ganze Linie ein Stückchen höher, Traction Line ein kleines bisschen höher. Und meine Links nehmen jetzt ganz lustige Winkel an, die dafür sorgen, dass ich zwar wesentlich mehr Anti-Squat bekomme, allerdings auch wesentlich weiter vorne. Das heißt, in dem Moment, wo es ausfedert, wird es zwar mehr Anti-Squat, aber der Winkel, wo die Kraft wirken kann, rutscht noch weiter nach vorne. Das heißt, der Effekt kompensiert sich eigentlich. In Summe ist es ein neutrales Fahrverhalten, was das Fahrzeug damit aufweist. Aber dass er beim Gasgeben am Hang oder so zusätzlich noch ein bisschen Kraft auf die Hinterachse generiert und das Heck dort aushebelt, das passiert halt hier gar nicht. So, das war's dann erst einmal. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. BZW, wen es interessiert, für den war es vielleicht eine Erklärungs- oder Verständnishilfe. Weil das, was sich im Internet dazu findet, meistens nur punktuell erklärt ist und nur mit Blick auf die Bilder ist halt schlecht verständlich. Wie kommt das Ganze zustande? Wie kommen die auf diese Traction Line zum Beispiel? Wie erklärt sich das? Woraus ergibt sich das? Und vor allen Dingen, was hat es denn für Konsequenzen? Im besten Fall ist jetzt jeder in der Lage, das für sein Auto selber mal zu ermitteln und mit dem Ergebnis dessen kann man sich einen Kopf machen, warum fährt das Auto, wie es fährt oder wo habe ich vielleicht noch Punkte zur Verbesserung. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne ein kleines Like da lassen. Und wie schon gesagt, die nächste Folge bezieht sich dann eher auf das Excel-Blatt, was ich umgebaut habe und Näheres dann halt in der nächsten Folge dazu.